Auf dem wundervollen Innradweg radeln wir von der Schweizer Grenze bis kurz vor Innsbruck. Dort geht's hinauf ins tolle Leutaschtal und weiter bis nach Garmisch. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. In diesem zweiten Video zu unserer Gepäckradtour auf dem Innradweg passieren wir nun die schweizerisch-österreichische Grenze, sodass nun der Wegabschnitt auf dem Innradweg durch das westliche Tirol vor uns liegt. Hinter uns liegt der hochgebirgliche Fluela-Pass und die Fahrt durch das malerische Unterengadin auf dem dortigen Innradweg. Falls noch nicht geschehen, schaut auch gerne in mein erstes Video zu dieser Radtour mit diesen Wegabschnitten rein. Auf der gesamten von uns geradelten Strecke auf dem Innradweg durch das westliche Tirol geht es steigungstechnisch relativ friedlich zu, nur vereinzelt gibt es kleine Gegenstiche, sodass wir nach dem sportlichen Vortag über den Fluela-Pass gerne auf die Idee kommen, den Kaffeebecher als Bierhalter zu verwenden. Die Ortsdurchfahrt von Landig erreichen wir inzwischen nun nach gut 35 auf österreichischem Grund geradelten Kilometern. Kurz darauf folgt ein schöner Wegpunkt, die spektakulär auf einer Felskuppe gelegene Kronburg bei Zams. Nach der Kronburg wird das Tal nun etwas breiter und wir erreichen auch schon bald unser Tagesziel Imst. Unser dritter Radtourtag, der im Unterengadin begann, endet nach gut 88 Kilometern und 4,5 Stunden im Sattel mit einem Highlight unserer Campingküche, Rösti mit Spiegeleiern, einwandfrei. Auf unserer Übersichtskarte in grün dargestellt seht ihr noch einmal die an diesem Tage zurückgelegte Strecke. An unserem vierten Radtourtag warten zwischen Imst und Telfs die letzten 35 Kilometer auf dem Inntalradweg auf uns. Bei Telfs geht es dann über ein paar Höhenmeter hinauf ins wunderschöne Leutaschtal und weiter nach Mittenwald. Der Wegabschnitt zwischen Imst und Telfs ist geprägt von schönen Wegabschnitten direkt am Inn entlang, aber auch von gut zu radelnden Wirtschaftswegen im immer breiter werdenden Inntal. Damit erreichen wir auch schon Telfs und werfen noch einmal einen Blick auf unsere Radtourkarte, in grün dargestellt die Route des heutigen vierten Tages. In Telfs erwartet uns nun die heutige Bergetappe, die uns aus dem Inntal herausführen wird. Auf einer Strecke von etwa 9 Kilometern sind es etwa 650 Höhenmeter, die uns hinaufführen werden zum Buchener Sattel und weiter hinüber ins Leutaschtal. Im Schnitt bedeutet dies eine durchschnittliche Steigung von etwa 7,5%. Auf dem höchsten Punkt unserer Radtour innerhalb Österreichs, dem Buchener Sattel auf 1256 Meter, fiel aus verschiedenerlei Gründen der fällige Gipfelschluck leider aus. Daher ein kurzer Blick zurück auf den Fluela-Pass, unter anderem leckeres Wölfrisch auf 2383 Meter, einwandfrei. Auf dem Buchener Sattel folgt nun die kurze Abfahrt hinunter ins Leutaschtal. Nur etwa 100 Höhenmeter geht es dabei bergab. Die tolle Szenerie, die uns dort erwartet, ist wesentlich geprägt durch das Wettersteinmassiv, das sich unmittelbar nördlich von uns nun befindet. Damit sind wir nun auch auf unseren letzten österreichischen Radtourkilometern kurz vor der deutschen Grenze. Ein Highlight hier auf jeden Fall die Leutaschklamm, die es sich lohnt zu besichtigen. Ein ausführliches Video dazu gibt es natürlich dann auch auf meinem Kanal. Schaut gerne bei Interesse da auch mal rein. Mit Blick aufs Karwendel geht es nach der Klamm hinunter nach Mittenwald. Leider nicht dokumentiert, aber trotzdem empfehlenswert ist die Einkehr in der Brauerei Mittenwald für ein kühles Getränk, einwandfrei. Nach dem Bierchen ging es dann noch zu unserem heutigen Tagesziel, dem Campingplatz Isarhorn, etwas nördlich von Mittenwald. Dabei handelt es sich um einen sehr schön gelegenen Campingplatz, direkt an der Isar mit vielen Bäumen und einem wunderbaren Blick auf das Karwendelgebirge. Am folgenden Tag erwartet uns nun noch die Reststrecke bis nach Garmisch. Damit endet nun eine wunderbar abwechslungsreiche Radtour. Unter anderem mit dem spektakulären Fluela-Pass, aber natürlich auch dem tollen Innradweg. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut auch mal gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein.
zum Beispiel die Radtour durch das Gruyère, das Simmental zur Eiger Nordwand, auch auf jeden Fall sehr empfehlenswert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck, habt Spaß und seid freundlich miteinander.